Hi, ich bin Isabella Kreinig, ich bin Künstlerin, zurzeit in Vollzeit, ich male hauptsächlich mit Öl und ich überschätze meine Fähigkeiten regelmäßig. Und trotzdem hoffe ich, dass ich am Ende von diesem Video sagen kann, dass es sich diesmal gelohnt hat. In 2025 male ich eigentlich das, was mich zum Weinen bringt. Es sei denn, es brennt mich auch aus. Dann ist es nämlich die höchste Zeit für ein nicht allzu intensives Sidequest. Und ich weiß wirklich nicht, wenn ich da was vormachen möchte. Natürlich wird es ein vollwertiges Projekt. Ich möchte 10 Ölgemälde malen, die am Ende eine Animation ergeben werden. Das ist zumindest der Plan, denn natürlich habe ich es vorher nicht mit den Referenzfotos ausprobiert. Ich will heute eigentlich nicht allzu viel quatschen. Während ich die Leinwände vorbereite, die Outlines übertrage und tatsächlich auch schon die 5 von 10 Bildern male, erzähle ich euch aber vielleicht trotzdem, was, wie und warum ich das hier mache. Viel Spaß beim Zuschauen! Ich habe mir vor einer Zeit 5 winzig kleine Leinwände gekauft. Sie sind 7,5 x 7,5 cm klein und sie eignen sich perfekt für eine Mini-Gemäldeserie. Die kleinen Leinwände habe ich ähnlich wie meine Standardleinwände mit Gesso grundiert, 3-mal glaube ich, und ein wenig runtergeschliffen. Die ausgedruckten Fotoreferenzen habe ich jeweils ausgeschnitten, ein Kohleblatt zwischen die Leinwand und die Fotos platziert und die Outlines ganz leicht abgepaust. Um Zeit und Material zu sparen, wollte ich alles monochrom halten. Also eine Hauptfarbe pro Bild mit weiß aufgehellt für die helleren Töne. Von der Idee bis zum Malstart ist nicht mal eine Woche vergangen und trotzdem hatte ich genug Zeit, die eigentlich simple Idee zu verkomplizieren. Monochrom, ja, aber jedes Bild soll seine eigene Hauptfarbe bekommen. Sie sollen sich unterscheiden, aber im Zusammenspiel trotzdem harmonisch wirken und flüssig ineinander übergehen. Ich habe also mein iPad geschnappt und ein bisschen mit Farbpaletten gespielt. Wenn ich schlau gewesen wäre, hätte ich gleich alle 10 Farben festgelegt, aber ich habe es nur für die ersten 5 gemacht. Wie es weitergeht, keine Ahnung, das wird sich zeigen. Die Referenzfotos habe ich selbst aufgenommen. Wenn euch interessiert, wie das ablief, lasst es mich in den Kommentaren wissen. Dann schneide ich euch ein kleines Tutorial zusammen. Falls das Projekt am Ende überhaupt klappt. Das sehen wir in 2 Wochen. Das Wichtigste ist, die Frames sollen sich nur ganz minimal unterscheiden. Die Position, in diesem Fall die des Auges, verändert sich ganz langsam von Bild zu Bild. Ich wusste am Anfang ehrlich gesagt nicht so richtig, welchem Thema ich diese Serie widmen soll. Aber dann fiel mir auf, ich habe seit Ewigkeiten keine Augen mehr gemalt. Und das ist eigentlich komisch, weil Augen in meiner Kunst immer wieder auftauchen. Schon seit ich vielleicht 11 war, also ungefähr seitdem ich in meinem kleinen Kopf beschlossen habe, okay, ich will wirklich besser im Zeichnen werden. Und irgendwie ist es bis heute so geblieben. In jedem Porträt, das ich male, sind die Augen immer mein Lieblingsteil. Die sind der Moment, in dem alles lebendig wird. Und wenn ich jetzt schon 10 fast identische Bilder malen will, dann wenigstens von etwas, das mir richtig, richtig viel Spaß macht.
Ich glaube, man kann an den Augen eines Menschen erkennen, ob er gute Absichten hat. Klingt ein bisschen esoterisch, aber ich fahre eigentlich ganz gut damit. Meine Lieblingsmenschen sind die, die ihre Emotionen mit jedem kleinen Gesichtsmuskel zeigen. Menschen, bei denen man sofort sieht, was los ist, weil die Augen immer mitsprechen. Wenn ihr euch mal Werke wie Rembrandts Selbstporträts anschaut, dann wisst ihr, was ich meine. Die Augen in diesen Bildern sagen mehr als 1000 Worte. Man sieht darin Müdigkeit, Hoffnung, Mitgefühl. Alles, was unausgesprochen bleibt, aber trotzdem da ist. Es gibt so eine Art wohlwollender Blick. Augen, die den Blick kurz länger halten, nachdem man gerade gesagt hat, alles gut bei mir. Und man sieht in ihnen, die Person glaubt einem nicht so ganz. Sie hält inne, schaut genauer hin, sucht nach Zeichen, dass man vielleicht doch Hilfe braucht, auch wenn man es selbst noch nicht laut sagen kann. Und dann gibt's Augen, die ganz schnell flackern. So als wären sie von der Welt gerade ein bisschen überfordert. Von Eindrücken, von Licht und Schatten, von Lärm. Diese Augen schauen dann manchmal ins Leere, aber nicht, weil sie nicht sehen, sondern weil sie gerade rauszoomen. Einen Moment nehmen, um die Hektik loszulassen. Die Pupillen weiten sich, der Blick geht nach innen. Und ich glaube, genau da liegt so viel, was wir oft übersehen, auch bei uns selbst.
Was mich an diesen kleinen glitzernden Kugeln im Gesicht schon immer fasziniert hat, ist, sie spiegeln nicht nur unsere Seele, sondern auch die Welt da draußen. Die Art, wie das Licht fällt, die Farben der Umgebung, der Mensch, der vor uns steht und oft auch, was wir über diesen Menschen denken. Und die Welt da draußen, die kann manchmal ganz schön fordernd sein. Sie beeinflusst, wie sehr wir uns trauen, verletzlich zu sein, ob wir unsere Emotionen zeigen oder nicht. Dabei sind Augen selbst ja unglaublich verletzlich, so weich, so empfindlich, geschützt nur von einem Lid und wenn wir Glück haben, vielleicht noch von einer Brille. Alles hängt da irgendwie zusammen. Die Innenwelt, die Außenwelt, das, was gespiegelt wird und das, was sich versteckt. Und deswegen finde ich, Augen sind einfach magisch. Wir nehmen sie viel zu selbstverständlich. So als wäre es normal, dass wir damit alles sehen und intensiv erleben können. Dabei ist es eigentlich das Mindeste, dass wir ihnen ab und zu mal ein kleines bisschen Aufmerksamkeit schenken. Nicht nur als Teil von Gesichtern, sondern als Fenster zur Welt und zu uns selbst. Also wenn ihr das nächste Mal mit jemandem sprecht, schaut ruhig ein bisschen länger hin. Vielleicht sagen die Augen gerade was anderes als die Worte und in den meisten Fällen wird es sogar wichtiger sein. Okay, lasst mich bitte wissen, ob euch die kleinen Kunstwerke gefallen haben. Sagt Bescheid, wie ihr die Idee fandet und ob euch das ganze Video gefallen hat. Übernächste Woche geht's weiter mit den weiteren 5 Bildern. Es soll ja am Ende eine Animation ergeben und wir wissen immer noch nicht, ob es klappt. Außerdem werden die Bilder in meinem Shop erhältlich sein, sobald ich das Projekt für abgeschlossen erklärt habe. Und sie werden auch viel günstiger sein als meine normal großen Bilder. Also, falls ihr den Shopdrop nicht verpassen wollt, in der Beschreibung findet ihr einen Link zu dem Anmeldefenster, da könnt ihr eure E-Mail-Adresse hinterlassen. Und ich würde mich sehr freuen, eure Namen da zu sehen. Danke, dass ihr bis zum Ende geschaut habt. Wir sehen uns in 2 Wochen. Macht's gut. Tschüssi!